Paarthurnax ist der Anführer der Graubärte und lebt friedlich auf dem Hals der Welt, wo er über die Worte der Macht meditiert. In grauer Vorzeit jedoch war er auch ein Gefolgsmann von Alduin, weswegen ihn die Klingen tot sehen wollen. Ein Wunsch, den die Graubärte natürlich vehement ablehnen. Die Frage ist, soll sie der Paarthurnax töten oder nicht? Beides hat Vor- und Nachteile und die möchte ich euch hier einmal aufzählen. Nun, unabhängig davon, ob es moralisch geboten ist, Paarthurnax zu töten oder eben nicht, gibt es auch konkrete Konsequenzen. Zunächst einmal aus storytechnischer Perspektive. Habt ihr Alduin getötet und Paarthurnax am Leben gelassen, verschreibt sich der Drache dazu, die verbleibenden Drachen den Weg der Stimme zu lehren und sie damit zu friedlichen oder friedlicheren Wesen zu machen. Habt ihr Alduin und Paarthurnax getötet, werdet ihr zum neuen Anführer der Drachen. Das lässt euch Oderwin wissen. Und man sollte meinen, dass beide Entscheidungen Auswirkungen auf das Spiel haben. Zum Beispiel, dass die Drachen nicht mehr aggressiv sind. Haben sie aber tatsächlich nicht. Es ist völlig egal, was ihr macht. Alle restlichen Drachen in ihren Nestern und bei ihren Angriffen auf die Städte sind euch immer noch feindlich gesinnt. Worauf die Entscheidung jedoch Auswirkungen hat, ist auf Paarthurnax selbst, auf die Klingen und auf die Graubärte. Nun zunächst, Paarthurnax bietet euch die Möglichkeit, über eines von 3 Wörtern der Macht zu meditieren. Was bedeutet, dass das jeweilige Wort stärker wird. Entweder ist das unerbitterliche Macht, ätherische Gestalt oder der Feueratem. Ihr bekommt also immer eine Kraft, die ihr auch beliebig wechseln könnt. Ist Paarthurnax tot, könnt ihr das logischerweise nicht mehr. Und ihr behaltet entweder die eine Kraft, die ihr schon ausgewählt habt, oder ihr habt eben keine ausgewählt, dann habt ihr keine Kraft. Darüber hinaus sprechen entweder die Klingen oder die Graubärte nicht mehr mit euch, je nachdem, was ihr tut. Lasst ihr Paarthurnax am Leben, lassen euch die Klingen links liegen, tötet ihr Paarthurnax, verstoßen euch die Graubärte. Das hat auch konkrete Folgen dafür, was die beiden Gruppen anbieten. Arngeier von den Graubärten gibt euch die wiederkehrende Quest, die euch immer wieder den Standort einer neuen Wortmauer und damit auch eines neuen Schreis zeigt. Das ist ziemlich cool, die Quest ist allerdings logischerweise endlich und ihr könnt euch die Info auch aus dem Internet holen. Die Klingen auf der anderen Seite geben euch die Quest, die Drachennester auszuräuchern. Die sind auch endlich und davon gibt es auch viel weniger als von den Wortmauern. Allerdings bietet euch Esper auch regelmäßig Esperns Zaubertrank, der den Nahkampfschaden von Drachen um 25% reduziert. Und das ist unglaublich nützlich, bedenkt man, dass auch nach dem Ende der Hauptquest noch regelmäßig Drachen die Städte und Dörfer angreifen. Daher würde ich sagen, gibt es außerhalb der Moraldebatte auch eine ganz klare Abwägung zwischen entweder Esperns Zaubertrank oder einem von den 3 verbesserten Schreien von Paarthurnax.